Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir haben beim letzten Mal eigentlich an einer ziemlich entspannten Stelle aufgehört, denn unsere Aufgabe lautet, sage und schreibe, gehe nach Hause und mach Feierabend. Ich glaube, es kann keine schönere Aufgabe geben, zumindest wenn man das aufs Real Life überträgt. Aber ich muss, bevor wir das tun, euch ganz kurz eine Anekdote erzählen, die schon wieder so bezeichnend für mein Leben ist, ey. Ich habe, als ich die letzte Folge beendet habe, meine ganze Konsole und mein Aufnahmeprogramm quasi zum Crashen gebracht, weil ich mit meinem Fuß an mein Netzwerkkabel gekommen bin und quasi die Konsole stromlos gemacht habe. Und ich könnte mich heute immer noch dafür bekreuzigen, dass mir das nach Abschluss der Aufnahme erst passiert ist. Dadurch habt ihr in der letzten Folge davon nichts mitbekommen. Ich werde auf jeden Fall ab sofort, wenn ich Trades from Zero aufnehme, es tun, nichts vermeiden, mit meinem Fuß zu wackeln oder auch irgendwie nur in die Nähe meiner Kabellage zu kommen. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil mir sowas Ähnliches vor einer Weile auch im Stream mal passiert ist und ich den ganzen Stream dadurch zum Crashen gebracht habe. Und jetzt ist mir das auch mal im YouTube-Kontext passiert. Also das ist schon irgendwie, also heute ist es lustig, aber damals bin ich echt so ein bisschen in Panik verfallen. Also damals vor knapp einer Woche, als das passierte. Und ich bin froh, dass die letzte Folge das irgendwie doch noch überlebt hat. Ja, das nur am Rande. Tips are entirely at the guest's discretion, so you're welcome to keep it, Doris. However, we shouldn't be discussing this in front of other guests. Tipps are entirely... Okay, worum geht's? Wir haben ja beim letzten Mal hier Ganz angetroffen, der hier mit seinem neu erworbenen Reichtum es sich gut gehen lässt. Sounds like Gans is passed out drunk. Shall we return to the SSS building? Kia is waiting for us back there. Yeah, good call. Das war auch der Plan. Ich wollte nur noch mal gucken, wie sie das hier kommentieren. Das habe ich nämlich beim letzten Mal nicht mehr geschafft. I just received an outrageously generous tip from a guest staying on the top floor. What am I even supposed to do with this huge wad of MEHR? Should I report it to the manager? I just received. Okay, also der schmeißt auf jeden Fall mit Geld um sich, wo er nur kann und wie er nur kann. Aber jetzt verstehe ich wenigstens, worauf er hier hinaus will. Ich meine, für die Doris ist das ja gut. Also, weiß ich nicht. Bin gespannt, ob wir Ganz hier im Laufe des Spiels irgendwie noch bekehrt kriegen, beziehungsweise ob er irgendwann wieder nach Mainz zurückkehrt und wieder sein normales Leben führt. Really? You'd give us a discount just like that? I mean, I'm definitely interested, but I can't help but worry there's a catch. Come on now, do we look like a bunch of crooked folks to you? Naja, out on the town for a night of fun. We've got some incredible drinks that will kick things off just right for ya. Hey, you're in a group of 4, so you've scored yourself a party discount. Think about it. Ich wäre auch skeptisch, aber ich bin prinzipiell immer skeptisch, wenn mir jemand was Gutes tut, was eigentlich, oder was Gutes tun will, was eigentlich keine gute Eigenschaft ist, das ist mir klar. Aber ich fühle ein bisschen, dass der Tourist das hinterfragt, sozusagen. An diese Kiste, ne? Also so lang ist das Spiel vermutlich nicht mehr. Wann zur Hölle kommt man denn daran? Past year's Revenge and Co. Ich weiß. We shouldn't push our luck. Let's avoid this place for now. Na gut, dann machen wir das. Ich muss eigentlich gar nicht zu Fuß laufen, fällt mir gerade ein. Aber so bekommt man wenigstens Auffälligkeiten mit, wenn hier irgendwie NPCs komisch stehen. Zum Beispiel der Haas. Der war immer zum Platz hin ausgerichtet mit seiner Stehposition. Oops, it's already way past time to close up shop. If you want, you can have some of these leftover balloons. Ey, das Thema hatten wir schon. Immer wieder das gleiche. Aber warte mal, ich wollte zu Wendy. It looks like Gentin's closing up shop for the night. Kia should be waiting for us back at the SSS building. Come on, no detours. Good idea. Besides, we already finished all of our required work for the day. Okay, dann muss der Wendy-Besuch wohl warten. Dann werden wir jetzt ja keine weitere Zeit verschwenden. Es sei denn, unterwegs passiert noch was. Ich habe mir übrigens angeguckt, was wir an Tag 2 noch machen können.
Theoretisch. Oh. Heiyue, we're home. Ja, ziemlich spät. Oh, you're back. Yay. Ach du grüne Neune. Ich weiß nicht, ob Kia so gut für meine Stimme ist, aber wir gucken mal. You're home. Welcome back. I wish I could be as full of energy as you always are, Kia. Yep, I'm so energetic I could power all of Crossbell. Das glaube ich dir aufs Wort. You guys are home late. Was there a lot of work today? There sure was. Oh, sorry, ich habe gerade voll gegen mein Mikro geboxt. Dabei wollte ich die Faust einfach nur vor den Mund halten zum Husten. Es geht wieder los mit den Husten-Cuts over, ja. If we didn't have Noel to ferry us around everywhere, we'd have probably collapsed on the side of the road somewhere. Agreed. Wo ist sie eigentlich? Hey, Theo. Ach, die hat sich aber schon vorzeitig verabschiedet, ne? Ich kann mich an den Moment gar nicht mehr erinnern. Aber ja, sie ist nicht mehr bei uns. You look super tired. Are you alright? Oh. Yes, I will be fine. Simply seeing that cute face of yours has completely recharged me. Oh. Kia? Since I've got so much energy, I'll share some with you. This will supercharge you. Hehe. That's Kia for you. For sure, her smile will fill you full of pep quicker than any medicine out there. I guess Kia's hugs really are a miracle cure. Thank you, Kia. I think I am sufficiently recharged. Hehe, yay! Come to think of it, is the chief not home yet, Kia? The chief? Oh, he's over in his office. Someone came to visit and he's still talking with him. Aha, wer könnte das denn sein? A visitor? That's pretty unusual considering how late it is. Do you remember what he looked like? He's an old man with a beard and a big belly. He kinda reminds me of a bear. Das klingt irgendwie ein bisschen nach Don Marconi, oder wie der hieß. I think the chief called him something like a lawyer. Ah, Mr. Grimwood wahrscheinlich. Stimmt, der war auch diesmal gar nicht in seinem Büro anzutreffen, als wir ihn besucht haben. Was haben die beiden denn miteinander zu schaffen? Oh, Mr. Grimwood's here? Why is he stopping by so late? Ja, wer weiß, wie lange der schon hier ist, ne? Vielleicht hat er den ganzen Nachmittag auch hier verbracht. Maybe we should go say hello to him while we have the chance. I will leave all that to you. I am on kitchen duty tonight. You're alright with cooking for everyone? If you want, I could take over. No, I already performed the prep work earlier, so it should be easy. Hold on for just a little while longer, okay, Kia? Oh, I want to help. Can I? Can I? You want to? Well, then you will be my Chef. Man spricht ja das letzte S nicht mit, ne? Schon so oft gelesen, das Wort, aber nie über die Aussprache nachgedacht, geschweige denn da mal hingehört, wie andere das aussprechen. So, look at this guy napping without a care in the world. Well, what else is new? Naja, wollte ich an seiner Stelle auch so machen. Immerhin ist er ready, wenn wir ihn brauchen. So, hatte ich jetzt auf den Zimmern noch was zu erledigen? Neue Deko oder sowas haben wir ja nicht eingekauft, ne? No reason to use it now anyway. Warum nicht? The Orbit Terminal is down. Ich wusste gar nicht, dass man das Ding auch runterfahren kann, aber man lernt nie aus. Na, ihr zwei Hübschen. Helping out with dinner. It will be a winner. Oh, der Poet in ihr. Lord, dinner should be ready in just a little bit, I think. Was gibt's denn heute? Kriegen wir auch dazu Input. Sorry, please wait a moment. I will have everything functioning shortly. Wait, you don't need to be in such a rush, Theo. We'll all help out later. Very well, thank you. Die Arme, ey. Erst ist sie so ultra fertig. Also wenn Kia das auch direkt erkennt, dann ist das, finde ich, schon ein Zeichen, weil sie ja irgendwie ein ganz gutes Gespür für sowas hat. Sich dann da noch hinstellen und kochen, also Respekt an Theo, aber so kennt man sie. So, dann gucken wir mal, was die zwei Hübschen hier machen. Excuse us. Hey, what took so long? Oh, sorry for dropping by so late. We thought it might be you, Mr. Grimwood.
What a pleasant surprise to have you visit. Da ist er. Haben wir den jemals schon in dieser Nahaufnahme gesehen? Wahrscheinlich bei der ersten Begegnung. Yes, well, I had some matters to discuss with Sergey. Since I was in the neighborhood, I took the opportunity to stop by. Matters to discuss? Yeah, I'll cut to the chase. It's about Kia's identity. Uh-huh. Oh, then did you guys figure anything out? Unfortunately not. It seems a request was also submitted to the guild, but I, at Sergey's behest, explored another possibility. Unfortunately, it wasn't... No, actually, I'm pleased to say the possibility I looked into was a bust. You were happy it was a bust? Right, it was pertaining to a story several years back. There were multiple cases of child abductions, primarily focused in the Calvert Republic. Child abductions? That's horrible. I'll omit the more unnecessary details, but it was a pretty massive case. Because Calvert wasn't the only country targeted, an international investigation team was created to get the bottom of things. Each country's army, police force, the Bracer Guild, you name it, everyone cooperated to put an end to that mess. That's crazy. It's the first I've heard of it. Same here. Since it was kept under wraps, it must have been pretty damn serious. Steht das in irgendeinem Zusammenhang mit dem, was Ren seinerzeit widerfahren ist? Yes, eventually the case was closed. In the end, it was decided that due to its nature, it was to be kept strictly confidential. The only reason I know about it is because I was involved, serving as an advisor. Wait, hold on a second. Ich war mir auch gerade nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Inwiefern warst du denn involviert? Also, Advisor klingt ja schon, als wärst du Teil der Bösen, sage ich mal, in Anführungsstrichen. You're saying there's a chance Kia could be one of the victims from this whole abduction incident? Oder war er als Advisor tätig, um den Fall zu bearbeiten? Oder im Zusammenhang mit den Abductions, da bin ich mir gerade nicht sicher. I thought the same thing, so I searched through the case records again. And to my relief, I wasn't able to find any children who matched Kia's description. Okay, ich glaube, ich habe es falsch verstanden. Ich dachte, er war jetzt Teil der Verantwortlichen sozusagen. For the record, nearly all the men responsible for those horrors were arrested and the remainder committed suicide. I simply came by today to inform Sergey of my findings. I see. I'm relieved that Kia wasn't a part of that, but the fact that it actually happened... I would have ended up telling you about all this eventually. Anyway, we're back to square one with Kia. Well, that's fine, we just keep doing what we're doing. We'll look after the little kiddo until we find one of her relatives. Right. I'd appreciate it if you kept sheltering the child here. But in case we can't end up finding a relative, we should consider entrusting her to a foster family or to a church orphanage. Well, but... Those are outcomes all of you need to start considering. Adopting a kid isn't like taking in some stray animal. She can't just keep living here forever, no matter how cute she might be. That might be true. Yeah, you're right. She needs a good bit more care than some kitten, that's for sure. Vor allen Dingen, weil wir auch so viel unterwegs sind, ne? Und sie den ganzen Tag über hier größtenteils alleine rumlungert. Wobei sie ist ja jetzt inzwischen in der Sunday School, oder? Das heißt, so ganz alleine ist sie nicht, aber trotzdem ist das vielleicht nicht das richtige Umfeld. I'm sorry, everyone. It seems I brought down the mood a bit. Ja. You all just returned from a long day of work, didn't you? I imagine you have a report to deliver, so I think I should excuse myself now. Ich wette, der Grimwood, der gehört am Ende zu den Bösen. Der war mir immer so sympathisch, aber ich weiß nicht, irgendwie hat diese Begegnung jetzt mit dem was in mir ausgelöst, so eine Form von Skepsis, die ich nicht rational begründen kann. No, please wait. The truth is, there's something we were planning on consulting you about. Oh, what's that? So, you see... Lloyd explained the situation with the missing minor to Sergey and Mr. Grimwood.
So you are working on a missing person case. Yeah, sounds like a job for the SSS, alright. It didn't seem like anything illegal was going on, so we just let him be. I wonder if we should have tried a little harder to get him to go home, though. Well, that's a complicated question. If you were bracers, there'd be a little more wiggle room to negotiate. Comes with the job. If a police officer tried to pull that move, however, odds are the whole situation would turn into a civil dispute. It's an exceedingly fine line. I was afraid you'd say that. The guy's old enough to make his own decisions, so in the end, I guess it's none of our business. If he were just some brat, we could have just given him a little kick in the rear and sent him home. Hehe, that's true. However, you mentioned his skills and luck with gambling completely changed, almost like he was a different person. Es rattert. Das kann nur gut sein für uns, oder? Ian, something about this rub you the wrong way. Something about this rub you the wrong way, ja. Und guck mal, die sind voll persönlich miteinander. Ich sehe gerade zum ersten Mal, dass er ihn Ian nennt. Ich glaube, das haben wir vorher auch so nicht registriert. Well, it might just be coincidence, but lately 2 similar stories have come to my attention. Oh, really? You telling me there's not 1 but 3 lucky bastards who hit the jackpot? No, it's a bit different. The stories I heard involve a stockbroker who works for a securities firm and the manager of a trading company. Recently, both companies sustained heavy losses and were almost in the red, but in the last few days, they seem to have experienced an incredible rebound. I could hardly believe it until I saw the numbers. Especially the stockbroker. It said he bought and sold stocks with unprecedented luck and intuition as if he could see the future. That sounds pretty familiar. Haha, don't worry, I'm sure it's only a coincidence. Nein, in JRPGs sind das nie Zufälle. However, from what I've heard, these two have also become extremely arrogant just as their fortunes reversed. That tidbit piqued my interest. That's definitely strange. Hey, Ian. Any chance you know the backgrounds of these two? Not yet, but if you're interested, I can start looking into them right away. You want to check possible ties, I presume? Yeah, if possible. Did something catch your attention, Chief? When you're in this business, Lloyd, it never hurts to have all the info you can. It's as simple as that. I understand. Guy told me something like that too, that the decisive factors in an investigation are intuition and the information you uncover. Well then, I'll get out of your way now. If there's ever anything bothering you, don't hesitate to stop by my office. I'll do everything in my power to help out. Thank you very much, Mr. Grimwood. We'll definitely take you up on that offer when the time comes. Interesting. Irgendwie werden wir uns dann wahrscheinlich am zweiten Tag genau damit befassen. Oh, es geht wieder zurück zu Heiyue. Da ist schon lange nichts mehr passiert. Also zumindest nichts Sichtbares für uns als Spieler. Young Man's Voice. Rivage managed to recover their smuggling routes. Yes, sir. 3 of the routes we decimated over the last week have already been reorganized. We've been trying to impede them, but their resilience was most unexpected. How curious. I was led to believe that they didn't have the manpower to accomplish such a thing. Did their boss finally involve himself in their restoration efforts? That's the strangest part. The killing bear was nowhere to be found. This appeared to solely be the work of subordinates. The reports state that they only brought enough for a small squad. Not only that, but there were no warhounds present either. How interesting. Now I'm even more curious. Had this been a battle of even numbers, Heiyue should have come out victorious. Did they employ those Reinford heavy machine guns, perhaps? Yes, actually, their main forces appear to have been armed with them.
However, the report also mentions that their battle prowess has skyrocketed. Interesting. I get the impression Don Marconi is trying his utmost to appease the speaker and quell his rage. I don't recall any new reports of Jägers being employed or any training exercises being held either. Very peculiar indeed. Wie böse der manchmal guckt. Are you implying that they've acquired a trump card right under our noses? Precisely. As far as I'm able to tell, this trump card of theirs is something truly extraordinary indeed. Perhaps even more so than our own. Like Yin, however, this new measure of theirs is something that can turn the tide of battle at a moment's notice. How the hell did they... was war das denn, Schüsse? What was that? Yes, speak of the devil and he shall appear. Member, we've got a big problem on our hands. A group of men draped in black are unloading rounds into the building, Revage I think. There's about 10 of them and the killing beer isn't... Bär, sag mal, nicht Bier. Ich sollte nicht Biere mit Beeren verwechseln. Isn't one of them. There are only 10 measly grunts. Hurry it up and finish them off then. And don't worry about the police, this is self-defense, so anything goes. Well, the thing is, those guys aren't human, I'm telling you. They're holding massive machine guns with just one hand. Okay. Interessante Hintergrundmusik auch. The first floor has been breached. It's only a matter of time before they reach us, sir. Damn it, if only Master Yin was here. Vielleicht taucht sie ja gleich auf. Oh dear. I doubt even I could outwit our foes in such a barbaric situation as this. Master KO, you don't mean... Let's go, Lao. Relying on Yin for a petty squabble like this would be a stain on Heiyue's name. Come, let us demonstrate our might as the conquerors of the Eastern Quarter. Stellen die sich den jetzt? Ich hätte jetzt eher vermutet, dass die abhauen und irgendwie einen Fluchtweg für sich nutzen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir heute was darüber erfahren, was sich gestern Nacht im Heiyue-Building zugetragen hat. Vielleicht steht ja was in der Zeitung. Okay, die sind auf jeden Fall wieder gut am Essen. This girl is full of surprises. You're telling me that Kia cooked all of these sunny side up eggs for us? She sure did. Her technique was so good I ended up picking up a few tricks from her. Fried eggs with a bit of runny yolk. Nice. Get a load of this bacon too. It's fried to perfection. Just the right amount of crispiness. She displayed just as much skill helping me with yesterday's cream stew. Are you sure you don't have any training in the culinary arts, Kia? I don't know, maybe? Whenever I cook, it's like my hands are moving on their own. Well, I guess it's possible to retain skills like that through muscle memory. But the fact that she's this talented at her age is pretty amazing. Hey, Tio, I was wondering, do you feel okay today? You look fine as far as I can tell. But if you're not feeling 100%, maybe you should take the day off and rest. No, I am fine. After all, I went to bed quite a bit earlier than usual yesterday. I don't think we have any urgent requests to take care of, so we can always wait and see how you're feeling. Telefon, das war irgendwie klar. A call? Pretty early for that, ain't it? Das ist wieder die große Frage, von wem könnte das kommen. Ich würde ja mir jetzt Gedanken machen, aber das Klingeln nervt mich, deswegen drücke ich. Is it Fran? I'll check. Ich glaube nicht, dass sie das ist. Hello, this is Lord Bennings of the Special Support Young Boy's Voice. Yeah, I know already. Jonah? Now, where the heck are you? What are you doing right now? Jonah? Ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Wow, I wasn't expecting a night owl like yourself to be awake this early in the morning.
Huh, implying I didn't pull an all-nighter. But enough about that, it doesn't matter. From how carefree you sound, I bet you don't know anything at all, right? Don't know anything about what? So you don't know. Well then, I, the great and brilliant Yona, will do you a favor. In the dead of night yesterday, well, technically today, I guess, but that's beside the point. Either way, someone raided Heiyue's office. What? They were caught completely off guard too, no offense or defense, you know. Apparently they took some serious damage. If you ask me, it had to have been done by those Rivage guys. It's not outside the realm of possibility. Thanks for the heads up, Jonah. Haha, you owe me one now, Lloyd. That was Jonah? Yeah, something crazy's popped up. Lloyd relayed the information he heard from Jonah to the rest of the special support section. Is that really true, Lloyd? That's freaking insane. It's bold of them to pull such a stunt in the city, even if it was in the middle of the night. What? Was mich am meisten daran irritiert, ist, dass der eine halt meinte, dass sie nicht menschlich seien. Sind da Roboter eingefallen oder waren das einfach nur starke Typen, die aufgrund ihrer Stärke nicht menschlich wirkten? Ich hätte die gern mal gesehen. If all this is true, I'd bet anything the First Division's already jumped on the case. If it bothers you that much though, then go ahead and check it out, but only after you finish eating. Will do, sir. Alright, will you be good to go, Theo? Yes, of course. We can walk over to the Harbor District after we finish our breakfast. Das sollten wir dann tun. Auch wenn ich irgendwie nicht glaube, dass wir das heute noch tun werden. Es sei denn, wir haben ansonsten keine Aufgaben. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. So, 2 Sachen sind schon reported. Das hier noch nicht. Da weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, das nächste Rezept finden wir erst am 3. Tag. Insofern wird das noch ein bisschen brauchen. Reporten können wir wahrscheinlich nichts. Okay. So, aber ich hatte ja gesagt, dass ich 2 verpassbaren Dingen noch nachgehen wollte jetzt hier. Proud as always, but there's no doubt that he's one of us, a vigilant protector of the special support section. Agreed. I imagine he will eviscerate any suspicious characters that dare enter. Davon ist auszugehen. So, ich habe mir es, ohne auf meinen Notizzettel zu gucken, eine Sache erstmal gemerkt, von der ich mir nicht ganz sicher bin, wie das gemeint ist, aber es soll. This is Crossbar Station. I don't think we need to catch a train right now. Da werden wir aber eventuell im Laufe des 2. Tages noch hinkommen. Also entweder meine Notiz ist unpräzise oder das passiert noch, denn ich habe mir notiert, Chapter 4, Day 2 oder Day 2, Maggis oder Maggis, Worker at Crossbell Station. Wobei, es könnte auch jemand draußen sein, aber halte ich für unwahrscheinlich, weil du bist Billy. It's a never-ending cycle. Here I am again waiting for more packages. The sad thing is, I think I'm actually getting used to all these raid arrivals. Ich glaube, das kennen wir aber schon, oder? Das klingt jetzt irgendwie nicht so neu. Es sei denn, er ist noch ein Magis, aber auch das glaube ich nicht. If I had fallen in love with a woman of the same social class, my dear wouldn't have had to cut ties with her family. I can't help but feel awful about it. Still, when I see her radiant smile, my fears and guilt are washed away by her love. Und genau so sollte das auch sein. Ich glaube, du brauchst dich deswegen nicht schlecht zu fühlen. My beloved and I have finally eloped. We're free of the Empire and its dodgy old prejudices. My father won't be able to reach us here. Now we can both live happily ever after. Wenn beide damit fein sind, warum nicht? Warum nicht mal ein Zeichen setzen? Auch wenn es vielleicht ein bisschen beschwerlich ist. Ja, keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll. Das ist das eine gewesen. Dann wollte ich bei Wendy nochmal vorbeischauen. Da müssen wir diesmal auch reinkommen. Das sieht auch gut aus. So, meine Liebe. Lass uns mal gucken, was wir eventuell
anfangen können mit all den Seppet, die wir zuletzt gesammelt haben. Ich könnte upgraden, aber eigentlich ist mein primärer Fokus das hier. Und ich stelle mit großer Freude fest, dass wir am meisten von den Time-Seppets haben. Das ist ganz schön teuer, aber ich glaube, ich brauche noch Action 3 Dinger. Deswegen nehme ich mal ein weiteres mit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf unter 4-stellig fallen will. Also ich meine, ein weiteres könnte ich mir jetzt eh nicht leisten. Aber hier habe ich wenigstens direkt wieder Verwendung für. So, also Lloyd könnte ein Upgrade gebrauchen. Theo und Randy haben schon. Dann würde ich mal sagen, wobei, warte mal, er hat jetzt einen Speedwert von 47, sie von 45. Ich glaube, dann kriegt sie mal den Vorzug. Auf welche Zahl springt das nach vorne? Bei ihr springt erstmal gar nichts, weil sie nicht den richtigen Slot hier hat. Okay, warte mal. Kann ich hier irgendwas tauschen? Ich könnte diesen Slot auch einfach aufwerten. Warte mal, mit wie viel Kosten ist das verbunden? Slot. Wo ist denn... Hier steckt das, glaube ich, bei ihr drin. So, dann werde ich das jetzt einmal upgraden. Dann bin ich jetzt doch dreistellig bei den Time-Seppets. Aber über kurz oder lang hätte ich eh gerne alle Slots einmal freigeschaltet. Insofern ist das jetzt nicht so dramatisch. War ja auch nicht allzu teuer. So, sie würde dann auf 49 springen. Dann wäre Lloyd der langsamste. Das ist eigentlich auch nicht so in meinem Sinne. Wobei in den wirklich kritischen Kämpfen ist es ganz gut, wenn Ellie auch mal ein bisschen häufiger an die Reihe kommt. Und sie ist immer noch vom Speedwert hinter Randy und Theo. Alles klar. So, gab es hier ansonsten noch irgendwas? Oder war das nur Action, was mich so ein bisschen angefixt hat? So ein HP3. Ich müsste halt gucken. Warte mal, ich gehe das vielleicht gerade auch ein bisschen falsch an. Ich müsste eigentlich gucken, wo meine Leute noch Zweier drin haben. Hier zum Beispiel. Hier könnte ich aus Attack 2 Attack 3 machen. Bei Defense, bei HP, eigentlich bei allem, wenn man so will. Also Bedarf ist eigentlich immer da. Bei Ellie nicht unbedingt. Die ist eigentlich soweit ganz gut ausgestattet. Warum hat der denn hier Defense 1? Ach so, weil die Stärke dann runtergeht. Okay, dann kann ich ihm das aber auch gleich wegnehmen, oder? Haben wir nicht irgendwas Sinnvolleres? Dann könnte ich ihm eher HP zum Beispiel geben. Da könnte man vielleicht auch über einen Kauf von HP 3 nachdenken. Da habe ich wenigstens nicht die Beeinträchtigung des Stärkewertes. Mind. Warte mal, konnte ich Mind 3 einkaufen? Weil das wäre für mich ein No-Brainer. Ja, das gibt's. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit, auch wenn es teuer ist. Und auch wenn ich damit meine heilige 4-stellige Grenze unterschreite, die ich mir neuerdings selbst auferlegt habe, aber das ist egal. So. Genau, weil dadurch gaint sie noch ein bisschen höheren Arztwert. Das ist ganz gut. Und über EP3 könnte man auch nachdenken, aber ich glaube, das kann ich mir dann nicht mehr leisten, oder? Ah, das kann ich mir gar nicht kaufen. Okay, da geht's dann schon mal los, alles klar. Hit 3, guck mal, wie ich genau 2000 glatt von den Space Seppet habe. Wie unwahrscheinlich ist das bitte, dass das gelingt? So, Impede ist leider unfassbar teuer. Wäre ansonsten auch interessant gewesen. So, aber ich glaube, ich nehme... Boah, nee, da habe ich ja gar keine roten Seppet mehr. Nee, das nehme ich jetzt nicht. Ich werde mir aber einmal HP3 noch gönnen, wenn wir schon dabei sind. Oh, ich habe jetzt aber 2 davon. Irgendjemand trägt das schon, hä? Okay, warte mal, da habe ich vielleicht falsch geguckt. Und ich glaube, dabei belasse ich es dann auch. Aus der gelben Kategorie könnte ich allerhöchstens noch irgendwas mitnehmen. Trägt, aber ich habe irgendein Hit 3 habe ich. Okay, warte mal, ich muss mal kurz gucken, weil irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe einen Hit 3. Trägt das gerade jemand? Ja, sie. Er. Sorry, Randy, ich wollte dich nicht als sie betiteln. Ja, weil er am Anfang immer so oft daneben gehauen hat, ne? Das tut er heute teilweise immer noch. Aber ich habe ansonsten keinen Hit 2 zum Austauschen.
So, und wer hat jetzt HP 3? Ach, sie. Okay, warte mal, bei irgendjemandem kann ich jetzt aber noch upgraden. Er hat 2,8. Sie hat gar nicht erst HP. Und hier haben wir 3,1. Ich würde ihm das jetzt einfach geben. Einfach, weil ich ihm gerade den Defense Quartz weggenommen habe und das so ein Stück weit damit kompensieren will. Genau. Gut. Okay, ich glaube, dabei belasse ich es dann erstmal. Ich hoffe, dass wir im nächsten Dungeon unseren Vorrat wieder ganz gut auffüllen können, aber das wird schon. So, nächste Frage ist, wo konnte ich immer die Crossbear Times einkaufen? Ich will diesmal gerne auf Nummer sicher gehen und an jedem Tag einmal nachgucken. Ich glaube, das war hier bei ihm, oder? Er hatte... vielleicht ging das auch über mehrere verschiedene Händler, aber hier habe ich jetzt den Beweis für mich einmal schwarz auf weiß, dass er zumindest einer der Händler ist, bei denen ich vorbeischauen kann. Aber heute gibt es keine neue Ausgabe, das ist schon mal gut zu wissen. So, und dann ist die letzte Anlaufstelle Imelda. Denn Imelda ist diejenige, die einem, wenn du einen bestimmten DP-Wert erreicht hast, warte mal, ich gucke mal kurz, was ich mir seinerzeit notiert habe. Falscher Zettel. 288 DP. Die haben wir aktuell nicht, aber ich will gucken. Also ich glaube, dass wir die nicht haben. Wo konnte ich das nochmal sehen? Hier? Ne, guck mal, da oben rechts steht 281. Schon ein bisschen traurig, ne? 1 bis 2 Missionen oder Zusatzpunkte haben da irgendwie gefehlt, um jetzt hier was Neues zu kriegen. Imelda is operating some sort of terminal under the counter. Okay. Oh goodness, Heiyue's office raided? This is quite a serious offense. I haven't been this on the edge of my seat in a good long while. That was information from Jonah, I presume. Oh, who can say? After living in Crossbell for as long as I have, you start to notice incidents like this happen from time to time. Oh, how thrilling. Now, how exactly will Cow respond to such an embarrassing slide? Isn't that a tad bit reckless to say, ma'am? Yeah, Ravash is right down the street. Ain't that cause for even a speck of concern? Nee, ich glaube, der tut keiner was. Ich glaube, die hat Geleitschutz durch die Mafia oder so. I suppose so. I am concerned about real estate prices dropping because of this commotion. Ich feier die irgendwie. Alright, I forgot about how much of an insatiable land shark she is. Why haven't the police updated anything in the database yet? Are they dilly-dallying, or are they truly that incompetent? For crying out loud, won't you start investigating already? She's running her mouth off like we aren't standing right in front of her. Why haven't the police updated? Okay, das sieht nicht so aus, als würden wir hier eine neue Mission kriegen. Das macht mich sehr traurig. Auch wenn ich das eigentlich ja wusste, anhand der nicht erreichten Zahl, aber trotzdem. Man kann ja immer noch drauf spekulieren, dass die Zahl, die das berühmt-berüchtigte Internet ausspuckt, vielleicht am Ende des Tages doch nicht stimmt. Deswegen wäre es halt cool gewesen, wenn wir jetzt hier noch neue Sidequests gehabt hätten, über die man hätte noch Punkte reinholen können. Aber vielleicht können wir ja im Laufe von Tag 2 noch irgendwas abschließen, was uns Punkte verschafft oder so. Also so ganz will ich die Hoffnung noch nicht aufgeben. Ich gucke jetzt mal noch mal kurz bei den Bracern vorbei. Einfach, weil es immer interesting ist, wer sich da gerade aufhält. Oh, guck mal, welch hoher Besuch. So, was haben die denn hier für Dienste, hä? Warum sind die denn alle auf Standby? Ist gerade so wenig zu tun oder was ist da los? Oder haben die heute alle frei? Na gut, Standby heißt ja nicht, dass sie frei haben, sondern dass sie auf Zuruf agieren, würde ich sagen. So, the SSS crew is back again, If you're here, that must mean you've heard the news, I assume. Yeah, I assume that means you already know too. Who do you think I am, honey? Of course I know everything. We contacted everybody in the branch already, so they gathered on the second floor. Gotta prepare ourselves for the possibility of a war between the two organizations. Ach, deswegen sind die hier versammelt, okay.
Well, wow, I'm always impressed with just how quickly the guild works. Ja, außer wenn es darum geht, die wahre Identität von Kia rauszufinden. Das kriegen die hier auch nicht geschissen. And like usual, the CPD is well late to the game. It all comes down to a difference in procedure. We've got our own way of handling an emergency, as I'm sure you do too. As such, I believe it would be best for you to address this as you normally would. Right. Heiyue's KO is an incredibly cunning man. I would be surprised if he didn't respond to this attack in some way, but I seriously doubt he'd rush to any sort of hasty retaliation either. Either way though, there's not much we can do other than to be as prepared as possible. Okay, dann bin ich mal gespannt, was uns da erwartet, wenn wir das Gebäude mal aufsuchen. There's not a doubt in my mind that Rivage launched that attack on Heiyue's office. The real question is why they take such drastic measures in their current situation. It just doesn't make sense to me. I think we'll need to get ourselves a clearer picture of the situation before we take any action. There's not a doubt in my mind that Rivage... Das hat er gerade schon mal gesagt. Ich wette, wir werden in Heiyue einige Erkenntnisse vor Ort sammeln und dann als nächstes bei Rivage mal vorbeischauen, denn in dem Gebäude waren wir zwar schon mal drin als Gast bei Garcia, aber frei bewegen konnten wir uns da nicht. Ey, guck mal, wie die hier alle versammelt sind. Wie cool ist das? Oh, you guys came. You hear about the big news about Heiyue already? Yeah, we've already started conducting our investigation. Stimmt das? Eigentlich stimmt das gar nicht. Wir haben noch gar nichts begonnen. It seems all of the bracers have gathered here too. That's a rare sight. I see the divine blade of wind is downstairs. He is truly a sight to behold. Yeah, they contacted all of us on our enigmas this morning. That's why we all made our way here as soon as we could. Damn, you guys really are just too quick. You sure? Maybe it's you guys who are too slow. Are you secretly a bunch of slackers maybe? Ey, das wird man nicht gemein hier. But either way, Rivage sure left one heck of a mess for us to clean up. You said it, sister. Sure, there might not be that many people in that area at night, but civilians still could have gotten caught up in their mess. Man, just thinking about it's gonna be steamed. I'm so ready to rearrange some Mafia face. Interessante Formulierung. Passt aber irgendwie zu Estelle. We should conduct a full investigation on the Mafia's close contacts and the area surrounding their HQ. With all the connections they have for smuggling heavy weaponry into the city, they could start a huge gunfight at any time. Absoluter Worst Case. Stellt euch mal vor, Crossbear City wird hier irgendwie so komplett massakriert, wenn die ja Amok laufen, um Gottes Willen. We've got Arios, the divine blade of wind himself, Estelle and Joshua, the young heroes of LeBeau, Scott, an expert marksman, Wenzel, a hard-ass refugee from the Empire, Aiulia, a skilled physician, and last but not least, a specialist in the Taito School of Martial Arts. That's me, obviously. Even though we're totally stacked with highly capable bracers, we still need to exercise caution while working here. I'd recommend you follow suit. Even with the Divine Blade of Wind at the top of our stacked roster, we should be cautious when handling incidents. I'd recommend you follow suit. Das wäre so cool, wenn wir immer einen der Bracer irgendwie als Begleiter mit uns führen könnten. Ey, soll das hier eine Vase auf dem Tisch sein? Wie riesig ist das bitte? Guckt euch das mal in Proportion zu Joshuas Größe an. I thought I had a solid grasp on the situation in Crossbell, but when an incident like this occurs, it feels like there's a huge barrier to overcome. I hope we'll be able to get a better picture of the situation before too long. I thought I had a solid grasp, overcome too long. Okay. So, und du, Estelle? Man, I wanted to see what those mafia guys had to say for themselves too, but apparently there's some kind of agreement where the police
get dibs in times like this? You ask me, it's just not fair. Well, since we can't do anything, it's up to you guys, Lloyd. You better give this your all. Wenn wir überhaupt befugt sind, da mitzuarbeiten, weil diesen Fall wird doch bestimmt die First Division schon an sich gerissen haben, oder? Heiyue, if the worst were to happen, I want you to focus on protecting the injured. Yes, Winston, I'm fully aware of what my role is. You don't need to remind me. Ich finde ihre Haarfarbe nach wie vor so ultra schön. Ideally, though, I'd rather things not come to that. I'm hoping we can find a way to peacefully resolve this soon. I feel the same. And if that's our goal, it means gathering information now is all the more important. I won't let civilians get caught up in some idiotic spat between mafias. In order to prevent things from getting to that point, it's critical that we gather information now. Ja, da werden wir auch gleich mit starten, aber erst müssen wir mit Heiyue sprechen. My skill set means I could find work as a doctor if I needed to, but I'd rather avoid that, if at all possible. I'd much prefer take a more proactive approach and find a way to keep people from getting hurt in the first place. My skill set means... Aber das ist echt eine geile Kombination, ne? Weil sie ist als Kämpferin fähig, als Doktor. Also sie kann sowohl proaktiv als auch reaktiv Menschen helfen. Und wie cool ist das bitte? Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Aber ich glaube, jetzt können wir uns zum Harbor District aufmachen. Ich werde aber sicherheitshalber einmal speichern. Einfach nur, weil ich mir wegen Back Alley Dr. Glenn Chapter 13 ein bisschen Sorgen mache. Wegen Maggis in der Crossbear Station. Ich hoffe, ich habe da nichts falsch verstanden oder so. Aber dann habe ich wenigstens einen Speicherstand, um das gegebenenfalls nochmal nachspielen zu können. Apropos nachspielen, ich hatte ja am Anfang von meinem Strom-Fail erzählt oder von meinem Netzwerkkabel-Fail und ich musste die ganze Folge dann halt nochmal spielen, ne? Aber ich musste keinen Kampf nochmal bestreiten und Gott sei Dank kann man hier vorspulen und wegdrücken und alles und überhaupt und dadurch ging das noch, aber trotzdem sowas von ärgerlich. Ey, wie viele Leute hier stehen. Warte mal, hier ist ja echt was los gerade. What's with all the police cars out today? You think something happened? Wo war denn hier ein Police Car? Ich habe hier gerade keines gesehen, aber vielleicht habe ich auch nicht genau genug hingeguckt. Also hier sind keine Cars. Was wollt ihr denn? Was meinst du denn? Something big happened last night. The police have been flipping out over it all morning. What do I plan to do? Not close my shop. I'll tell you that. I'm not so weak that I'd turn tail and run over something as trivial as that. Trivial, das ist interessant. Wenn das jetzt zu einem Krieg führt auf offener Straße, dann wirst du die Wortwahl vielleicht nochmal überdenken. The path of the noodle waits for no man. The path of the noodle, oh Mann. Okay, na gut, vielleicht belebt das ja sogar dein Geschäft, dass hier gerade so viel los ist. Vielleicht macht das den Leuten hier Appetit, ich weiß es nicht. Wow, look at all those holes. Oh Gott, der meint bestimmt Einschusslöcher. Hey, don't get so close. Mich wundert, dass die Polizei das ja alles nicht schon abgesperrt hat. I like coming to the park to relax and unwind, but now any sense of repose has been torn to shreds. What are the police even good for? Oh, das sind wir ja die Liebsten, ey. I like coming to the park. Vor allen Dingen, der Fall ist doch noch ganz frisch. Lass sie doch erstmal ihre Arbeit machen. I was planning on taking a nice walk around here today, but not anymore. Not when there's all these police officers out on guard. This is getting really out of hand. I was planning on taking a nice walk. Ich sehe hier aber keine Polizei, also außer diesen einen uniformierten Typen da am Gebäude. Oder vielleicht auch alle drei, keine Ahnung. Are you trading? Never heard of them. Did they do something to anger the Mafia? I hope this doesn't spiral out of hand. Ja, die Sorge ist auf jeden Fall begründet, würde ich sagen. Oh, ich will noch mit den anderen reden. Das ist mit Löchern gemeint. In den Fenstern sieht man das ganz gut. This place is a mess. It certainly looks like the aftermath of a raid. Definitely. There are traces of heavy weaponry scattered all over. At least they didn't resort to explosives. Whole place would be a crater if they did. Officer, ach, das ist der Franz, den kennen wir doch.
Oh, I see you guys are on the scene too. Hi, Franzi boy. Hey, Franz, how's the situation looking? We rushed out here as soon as we heard the news. I don't know much yet. All I've heard is that shots were fired in the middle of the night. Dudley and the others are in the middle of conducting an investigation. It sounds like the First Division beat us to the punch. Ja, wir haben aber dafür wahrscheinlich besser gefrühstückt als die. They are always quick to jump on cases like this. We'd like to ask the members of HIEU some questions. Do you mind letting us inside? I suppose I could. I was only told to not let civilians pass through here. You'll have to make up an excuse to Dudley for me, though. Ich glaube, Dudley wird das nicht so gut finden, wenn wir da wieder mitmischen. Der hat uns ja schon mal eine Ansage gemacht. Of course, thanks for helping us out. Who the heck's crazy enough to open fire during the dead of night in a place like this? By the way, make sure you come up with an excuse or something for Dudley. Last thing I need is for him to be breathing down my neck. Ich glaube, das wird er so oder so tun. Muss ich leider ehrlich vermuten, unabhängig davon, was wir ihm erzählen. Was ich noch nicht ganz verstehe, ist das Motiv. Also haben die jetzt irgendwas entwendet oder wollten die einfach nur Leute verletzen, töten, einschüchtern? Kein Plan. The occasional dispute isn't particularly rare, but this is the first time we've experienced a company being the victim of a violent attack. It really is a complete shock. And you wanna know what the police are doing about it? Not a damn thing. I bet you could blow up an entire building and they still wouldn't bat an eye. Ich glaube, das ist alles sehr simplifiziert, wie die Leute das sehen. Vor allen Dingen sind noch keine 24 Stunden vergangen, Leute. Lasst ihnen doch ein bisschen Zeit. Psst, Ravash is definitely responsible for this mess, right? This is why I'm so terrified of the Mafia. Verstehe ich. Also, weiß ich nicht. Den Unmut kann ich nachvollziehen. Almighty Idios, this is just horrific. I'd better send my granddaughter back home today. Quine, das ist doch der Angler immer gewesen. Ich versuche die gerade. Ich finde es immer lustig, wenn so NPCs, die du eigentlich ganz gut kennst, plötzlich ihre Position verändern und du dann gedanklich rekonstruieren musst. It would kill me if she were to get caught up in something dangerous because of this. Almighty Idios, this is just horrific. Ja, das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Nicht so wie die Mutter hier hinten, die ihren kleinen Sohn einfach mal an den Tatort mitbringt. Obwohl die Kleine ist ja auch hier. What happened? Okay, na gut, die Leute werden schon wissen, was sie tun. Sind ja alle erwachsen. Hoffen wir, dass den Kindern nichts zustößt. Wenn den Erwachsenen was passiert, würde ich fast sagen, selbst schuld, aber auch nur fast. Denn eigentlich ist das Verbrechen ja vorbei. Wobei man weiß nie. Ich dachte gerade, hier würde Blut liegen auf dem Boden. Soll das Blut sein? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall sind die Einschusslöcher mehr als auffällig. Oh, wow. Okay, warte mal, hier... Kamen wir hier jemals rein? Ich bin mir nicht sicher. Ach, das ist gar keine Tür gewesen. Ach, die Tür ist einfach abgesperrt. Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Boah, ey, voll den Knick in der Optik gerade gehabt. Da sind sie. Cow, if you'll excuse me then. We'd like to help you, but unless you're willing to give us more details, there's not much we can do. Ich glaube, der will die Hilfe auch gar nicht von denen, oder? You'll have to forgive me. After all, it was late into the night. I haven't the foggiest idea of who the assailants may be or why they targeted our humble company. Ich glaub dem kein Wort. Even so, it appears you were able to mount an efficient defense. The first and second floors are devastated, yet this room remains spotless. How in the world were you able to fend off assailants armed with heavy machine guns? I'll admit it was tricky. However, the assailants managed to escape our grasp, I'm afraid. Many of our men were sent to St. Ursula. My oh my, what a disaster. You have my condolences. Now, if you'll Und da kommen wir. Excuse us. Na, empfangt ihr uns mit offenen Armen? You four.
What's the special support section doing here? Why, good morning, Detective Bennings. I see the rest of you have come along as well. Pardon our interruption, KO. I know you're busy with the aftermath of the raid, but could I borrow a minute of your time? Anything for you, my friend. Seit wann sind wir denn Freunde? Habe ich irgendwas verpasst? If you'll excuse us then, Dudley, I appreciate you having stopped by. Guck mal, wie böse der wieder guckt. Und Dudley wird ihm das jetzt bestimmt richtig krumm nehmen, dass er jetzt weggeschickt wird, oder? Have a nice day. Goodbye. Okay. Ich dachte, der hätte eigentlich die Autorität, zu sagen, das ist unser Fall, haut ab. Aber scheinbar ist dem nicht so. Na gut. Dann arbeiten wir halt zweigleisig an dem Fall. This irritates me to no end, but I'm leaving this snake to you. Try to get what you can out of him. Yes, sir. Ich meine, wenn die ihre Kräfte bündeln und sich da maximal transparent austauschen mit ihren Erkenntnissen, können sie ja vielleicht schneller zu einem guten Ergebnis kommen. It has been quite some time, my friends. I hear you all had quite the adventure on the final day of the anniversary festival. I'm assuming Yin told you all about it. As you know, the special support section doesn't follow conventional investigative protocol. And with that in mind, how about you go ahead and tell us your true intentions? Oha, das war direkt. Oh. Lloyd? There's no point wasting our time with his usual song and dance. Not only that, but we have a lot of ground to cover with KO. I figured I'd get straight to the point. Well, now that's one hell of a gutsy move. Lloyd can be quite audacious when he wants to be. Ich glaube, das imponiert ihm, oder? Oder nee, das belustigt ihn eher. Excellent, Mr. Bennings. Simply superb. I knew I was right to put my hopes in you. Very well, I'm not particularly fond of trivial exchanges anyway. If your questions are within the realm of my knowledge, I will provide the answers you seek. Thank you, KO. There were 3 things I wanted to ask you about. Okay. Okay, aber das ist jetzt kein Entweder-Oder, sondern das ist ein, wir gehen alles nach und nach durch, richtig? So, ihr Lieben, bevor wir aber mit der Fragerei starten, werde ich jetzt hier einen Break machen. Es tut mir sehr leid, weil das schon wieder mitten in der Hauptaction ist, aber so ist das manchmal. Und ja, da brauche ich wenigstens nicht erwähnen, was wir beim nächsten Mal vorhaben, denn wir werden mit der Befragung hier starten und mal gucken, was wir über den nächtlichen Angriff so in Erfahrung bringen können und wie es dann in dem Zusammenhang weitergeht. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.